Ihre Mission ist es als Immobilienmaklerin, nicht nur Häuser zu verkaufen, sondern Leben zu verändern. Wie sie das anstellt, das wird sie uns jetzt verraten. Ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Gohlmann von Rimon. Hallo liebe Gohlmann, schön, dass du da bist. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Du hast einen ganz tollen Claim. Du sagst nämlich, du verkaufst nicht nur Häuser, sondern du veränderst Leben. Wie machst du das? Es ist so, ich habe immer Immobilien geliebt. Und ich spüre, wenn ich in ein Haus reingehe, was kann ich da anstellen, dass alles noch schöner und harmonischer wird. Und ich sage auch immer, ein Haus ist so wertvoll wie die Fähigkeit, das zu kommunizieren. Verbal, visuell und auch energetisch. 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 Magst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Sehr gerne. Energetisch, was wir machen, ist es, wenn ein Haus verkauft wird, stehen die Hauseigentümer immer vor der Herausforderung, erstmal, was ist mein Haus eigentlich wert? Und dann diese Angst, ist das wirklich das Maximum, was ich rausholen kann? Und da kommen wir ins Spiel. Wenn ich da bin, dann kann man sehr viel mehr rausholen, weil diese visuelle ändern wir. Das machen wir sehr viel schöner mit einer vernünftigen Homestaging mit Hilfe von Feng Shui. Darauf komme ich nachher zurück. Dass Feng Shui kein Hokuspokus ist und auch bedeutet nicht eine Wand grün oder andere Wand blau. Ja. Es ist sehr viel mehr als das. Und das ist, was ich energetisch meine, weil das visuell zu ändern oder verbal zu erklären, das können ja viele. Ja. Ich komme vom Medizinbereich. Ich habe über 25 Jahre als Zahnärztin gearbeitet und Präzision und ganzheitliche war mein täglich Brot. Und das ist, was ich in die Häuser reinbringe. Das bedeutet, Akupunktur kennen wir ja alle. Ich sage immer, Feng Shui ist Akupunktur für Häuser. Kennst du Qi? Das Qi, die Lebensenergie? Wenn das in unseren Meridianen nicht fließt, werden wir krank oder sind wir unglücklich. Genauso ist es auch in einem Haus. Wenn das Qi nicht fließt, dann haben wir Probleme, entweder psychisch oder körperlich, gesundheitsmäßig. Wie stellst du denn fest, ob das Qi gesund ist in einem Haus? Ein Qi in einem Haus erstmal spüre ich. Dafür habe ich eine lebenslange Training hinter mir, weil ich immer Häuser geliebt habe und immer schon mein erstes Haus mit 18 gebaut. Und das ist immer so, wenn jemand reinkommt, muss sich glücklich fühlen in einer Umgebung. Und das ist, was wir einsetzen beim Hausverkauf. Wenn viele Menschen dort sich wohlfühlen und von 10 Leuten, die das Haus besichtigen, 5 Minimum sagen, da fühle ich mich wohl, da möchte ich das Haus haben, dann haben wir automatisch schon den Preis erhöht. Die machen das gegenseitig, da brauchen wir gar nichts zu machen. Was sind das für Häuser, die du verkaufst? Luxusimmobilien. Oder wir machen es zu Luxusimmobilien. Über was für eine Preisrange sprechen wir da und welche Standorte? Standorte sind Hamburg, wo wir Häuser verkaufen ab 1 Million und wir investieren in Miami, weil das ist dann was anderes, weil ich habe schon vor ein paar Jahren gemerkt, nachdem ich meinen Arm gebrochen hatte und nicht mehr als Zahnärztin arbeiten könnte, da habe ich gemerkt, stehst du da, dann hast du ein Vermögen, wo du selbst darüber bestimmen möchtest. Du möchtest nicht, dass dein Vermögen durch Steuern oder durch Inflation und alles an Wert verliert. Ja. Und da habe ich daraufhin wirklich
mich schlau gemacht, aber da hat mir auch diese Lockdown viel geholfen. Da habe ich dann natürlich auch im Internet viele Kurse besucht und wirklich viel Erfahrung gesammelt. Und da bin ich aber trotzdem zufällig, wie es so im Leben immer ist, bin ich auf Miami gestoßen. Und dort habe ich selbst in Luxusimmobilien investiert, mit Erfolg. Und meine Expertise und Erfahrung stelle ich meinen Kunden zur Verfügung. Die brauchen nur den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Aber ich habe auch ein Team aufgebaut in Miami, bestehend aus wirklich sehr guten Anwälten, Immobilienmakler, Immobilienberater, Steuerberater und auch Hausverwalter, wo wir wirklich unsere Kunden begleiten von A bis Z. Du brauchst gar nichts zu machen, wir investieren für dich, wir vermieten für dich, wenn du willst, wir verkaufen für dich und so kannst du dann dein Geld schützen und vermehren. Was für Renditen sind denn gerade in dem Bereich in Miami möglich? Wenn du in Miami mit uns kaufst, hast du schon deinen Gewinn von Beginn an. Ich komme aus dem Iran, ich bin eine Perserin und ich kann gut verhandeln. Ich habe zum Beispiel für eine Kollegin, auch eine Zahnärztin aus der Schweiz, habe ich eine Luxusimmobilie gekauft. Das war, ich muss dazu sagen, jetzt ein Exkurs. Wenn man die Immobilien in Miami kauft, wenn sie auf dem Papier sind, dann hat man schon in dem ersten Jahr 20% schon Gewinn. Und bis die fertig sind, hat man bis zu 40% Gewinn in der Tasche. Weil die erhöhen schon die Preise jedes Jahr selbst. Und da war zum Beispiel angeboten, das war noch nicht auf dem Papier, sondern das war weiter. Das heißt, die waren schon am Bauen und da haben wir, rechne jetzt, wir haben ja gemerkt vorhin, du kannst gut rechnen, rechne mal jetzt, wenn eine Luxusimmobilie, das ist kein Haus, das ist nur eine Wohnung, aber im Luxussegment für $680.000 angeboten wird. Und du kaufst es für 560, was du schon Gewinn in der Tasche hast. Ja, 120.000. Ja, aber das ist schon fast 15-16%, was du schon Gewinn gemacht hast, bevor du überhaupt was gemacht hast. Und du bezahlst auch nicht sofort. Du bezahlst erst 20%. Und das war dann auch unser Verhandlungsgeschick, dass wir da irgendwie gespielt haben und haben wir den Preis herabgesetzt. Das ist ja wirklich phänomenal. Also da ist auch ganz, ganz viel Potenzial drin. Jetzt hast du gesagt, auch in Hamburg seid ihr tätig und auch in Italien. Was genau macht ihr denn in Italien? Wir verkaufen Immobilien, Luxusimmobilien in Hamburg. Wir kaufen Luxusimmobilien für unsere Kunden in Miami. Und wir bauen und restaurieren am Lago Maggiore. Das sind Orte, wo ich selbst wohne, lebe und in diesen Orten arbeite ich. Und in Italien habe ich für mich selbst gebaut und da kooperieren wir auch mit Architekten und mit Bauunternehmen. Das bedeutet, nehmen wir mal an, du sagst, ich möchte gerne eine Luxusvilla besitzen mit Blick auf Lago Maggiore, beste Lage und möchte nicht 3 Millionen dafür bezahlen. Da suchen wir für dich ein altes Haus, weil die alten Häuser haben meistens die besten Lage. Das ist so. Und diese restaurieren wir. Wir holen alle Genehmigungen und wir haben Bauunternehmen. Wir machen dann Zeichnungen, alles, wie man das als Luxusimmobilie umbauen kann. Und wenn du damit einverstanden bist, wird es gebaut, wird alles dann gekauft, hingestellt. Und wenn das Schlüssel fertig ist, übergeben wir es dir.
Das ist ja wirklich eine Traumvorstellung. Ich habe gerade die Bilder auch im Kopf. Mit Blick auf Lago Maggiore. Noch schöner. Jetzt reden wir schon über eine wunderschöne Gegenwart, aber lass uns mal gemeinsam in die Zukunft schauen. Was sind da bei dir die nächsten Schritte? Wie meinst du die nächsten Schritte? Was geht? Das kommt drauf an, wo ich bin. In Hamburg, Miami oder am Lago Maggiore. Wie geht es für dich im Business weiter? Sind da noch weitere Projekte geplant? Ja, Geheimnis. Ja. Nein, Quatsch. Es ist ja so, ich habe ja überall Teams. Aber mein Traum ist es, dass ich wirklich die Teams noch weiter ausbaue und wirklich so viel von meinem Wissen und Fähigkeit weitergebe, dass dann, wenn ich gerade jetzt nicht in Hamburg bin, dass das dann genauso läuft, als ob ich dann in Hamburg wäre. Und genauso dann in Miami und am Lago Maggiore. Bitte verrat uns noch mal zum Ende. Du hast jetzt so schöne Bilder gezeichnet und Interesse geweckt. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Am besten eine E-Mail schreiben oder anrufen oder mich bei Instagram kontaktieren. Einfach DM auf Instagram, geht auch. So einfach geht es und ich danke dir So ganz einfach herzlich für das Interview. Ich freue mich auch sehr. Danke.